Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir mal etwas ein bisschen anderes machen, nämlich Trickstuff Bremsbeläge austesten. Das ist mein erstes Mal, dass ich auf den fahre. Und ja, und auch erstmal, dass ich auf organischen Bremsbelägen mal fahre. Ich habe sie gerade schon eingebremst und so, bis jetzt. Scheint sie ziemlich stark zu sein, eventuell. Ja, nicht unbedingt, aber naja, wir müssen einfach mal auf der Trail schauen. Wir sind hier heute wieder in meinem Spot hier. Und wenn ihr meine Videos schaut, wisst ihr wahrscheinlich, dass das hier sehr, sehr steil ist. Also, ich weiß nicht, ob man das gut auf der Kamera sehen kann, aber das ist sehr, sehr steil hier, besonders manche Abschnitte. Deswegen, ja, werden wir heute mal die Bremsbeläge zu ihrer maximalen Kraft austesten. Und das wird wahrscheinlich der beste Test dafür sein, um zu schauen, wie stark sie sind. Also ja, starten wir mal rein ins Video. So, da sind wir bei der Trail angekommen. Also jetzt nicht bei der Trail, sondern beim Anfang der Trail. Nicht verwechseln, das ist jetzt nicht die Trail, sondern einfach nur der Weg zur Trail. Und ja, kurz mal in einen richtigen Gang einsetzen. Nicht vergessen, Leute. Und ja, fahren wir da mal kurz zur Trail hier runter. Und dann können wir hier auf dem Weg zur Trail gleich mal testen, wie stark diese Bremsen hier sind. Also ja, starten wir los. Ich werde versuchen, wahrscheinlich so langsam wie möglich zu gehen. Und bis jetzt sind sie ziemlich stark. Ich versuche gerade, gucken wir mal hier. Okay, wow. Also ich glaube, ich merke schon einen guten Unterschied. Oh. Au. Das war nicht die Leine. Ja, lang diesen Weg nicht mehr gefahren. Jetzt erstmal hier rein. Komm. Ja, das nochmal fährt. Ignorieren wir aber mal das. Zurück zu den Bremsen. Hui. Ja, die sind gut. Also die sind schon gut. Ja. Okay. Welche Trail starten wir? Ich würde sagen mit London Wolf. Das ist hier, glaube ich, einer der steilsten Trails. Hat auch den steilsten Eingang. Ich würde sagen, wir machen heute mal nicht die Hip. Vielleicht später einmal, aber jetzt nicht. Ich zeige euch mal kurz, wie es hier aussieht. Das ist die Trail. Bin mir jetzt nicht 100% sicher, ob das jetzt super spektakulär auf der Kamera aussieht, aber das ist die Trail. Und ja, eigentlich habe ich keinen Bock, die zu fahren. Aber ja, schauen wir mal, was passiert. Ist ein bisschen rutschig heute. Das heißt, kann sein, dass ich ein bisschen rumrutsche. Besonders mit diesen Bremsbelägen, die ziemlich stark sind. Und wenn ihr nicht wisst, wenn eure Wheels, also eure Räder, sich nicht mehr bewegen und so, werdet ihr einfach rumrutschen. Das ist gut und schlecht. Kommt halt darauf an, auf was für einen Boden ihr fährt. Wenn ihr auf rutschigen Boden fährt, ist das nicht gut. Und wenn ihr auf eher festen Boden oder so fährt, geht. Ja, jedenfalls genug rumgequatscht. Ja, setzen wir mal unsere Goggles auf und probieren diese neuen Bremsbeläge aus. So.
Etwas sketchy da. Warte mal hier. Hier ist jetzt der steile Weg. Boah, das war sketchy. Boah. Okay. Das nehmen wir Platz. Wir sind nicht heiß. Okay. Das war aber ein bisschen sketchy, Leute. Da bin ich jetzt etwas enttäuscht gerade. Heiß sind sie eigentlich nicht. Okay. Ja, müssen wir einfach, glaube ich, nochmal testen. Vielleicht habe ich einfach eine blöde Line abbekommen oder so. Aber keine Ahnung. Müssen wir einfach nochmal schauen, Leute. So Leute, wir sind jetzt hier bei der nächsten Trail angekommen. Das ist hier wahrscheinlich die steilste Trail und die Trail, die am meisten diese Bremsbeläge testen würde. Um ehrlich zu sein, ich habe etwas Angst, weil, also ich bin nicht 100% sicher und ich möchte jetzt auch nicht irgendwie sagen, dass diese Bremsbeläge schlecht sind oder so, aber ich glaube, sie haben ein bisschen Brake Fade. Besonders wenn man, ich meine, keine Ahnung, bei meinen vorherigen Metallic Pads habe ich das jetzt eigentlich nicht so bemerkt, dass sie schwächer wurden, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass als ich die Trail, die ich gerade gefahren bin, also oben so Top Bremspower und so und dass ich so unten eher so, habt ihr ja gesehen, das war etwas sketchier, habe ich mir schon gedacht, oh scheiße, ich werde crashen. Zum Glück bin ich nicht gecrashed, aber ja, ich glaube, keine Ahnung. Also sie haben definitiv viel Initial Bite, aber ich glaube so, keine Ahnung, wir müssen einfach mal testen. Und ja, kann sein, dass ich stoppen muss, weil ich habe keinen Bock zu crashen heute. Aber ja, testen wir mal. Hoffen wir, dass ich nicht hinfalle. Und ja, let's go. Okay. Boah. Lass mal testen, wie heiß sind. Nee. Okay, Leute. Interessant. Die haben sich jetzt besser angefühlt. Die haben sich, glaube ich, etwas besser gerade angefühlt, ja. Eigentlich habe ich die ja richtig eingebettet. Also eine Sache kann ich euch sagen. Eine Sache, die ich definitiv merke, ist, dass sie mein Hinterrad completely locked up. Was jetzt... Ich bin mir nicht sicher, ob das super gut ist, Leute. Bei solchen Conditions. Aber das ist generell bei Bremsen und so gesehen eine gute Sache. Das ist bei Metallic Pads nicht passiert, aber ich glaube, das war einfach, weil sie wohl... Keine Ahnung, ich glaube nicht, dass sie abgenutzt waren oder so komplett. Aber es kann ein Grund sein, warum sie nicht gelockt up sind.
Aber ich glaube, ich habe eigentlich nie bemerkt wirklich, dass ich hier so Locken habe. Natürlich, Leute, kann es auch sein, dass, ja, das ist wahrscheinlich der Grund, Leute. Also wenn ihr die Trails so ungefähr wie ich fahrt, holt euch nicht Schwalbe. Also Schwalbe ist jetzt nicht eine schlechte Brand oder so, aber deren Reifen sind jetzt einfach suboptimal für solche Trails. Freunde, wir machen jetzt die letzte Trail, Hopster, weil ich sie halt ein bisschen umgebaut habe, werden wir nur den oberen Part machen und dann weiter unten stoppen. Aber ja, also bis jetzt, also ja, ich sag dann unten, was ich so über die finde, was so gut ist, die negativen und so weiter. Warte mal. Hab meine GoPro voll vergessen. So, jetzt. Hier will ich dann stoppen. Weil wie ihr sehen könnt, da ist ein neuer Berm jetzt. Und ja. Ey, krass, dass ich das fahre. Wenn das sich mal so anschaut. Ich versuche mal in den Berm reinzukommen. Ich crash ich nicht. Oh. Oh. So, hier ist eigentlich der Ausgang für die Trail. Also versuchen hier jetzt mal kurz runterzukommen. Was mache ich da? Scheiße. Darüber habe ich jetzt nicht wirklich gedacht. So. Gott. Das zeigt euch hoffentlich, wie steil das hier ist. Komm schon, hier rein. So. Oh Gott. Okay, ich glaube, ich gehe einfach unanklippt hier rein. Scheiß drauf. Aber ja. Die Trickstuff Bremsbeläge. Was denke ich über sie? Ich glaube, ich kann euch sagen, wenn ihr solche Trails fahrt wie ich oder überhaupt noch länger, solche Trails habt, wo man nur bremsen muss oder sehr, sehr lange bremsen muss, so für, keine Ahnung, wie lange ich hier bremse, 30, 40 Sekunden ungefähr manchmal, bei so London Wolf und so, holt euch lieber Metallic Pads. Aber wenn ihr solche Enduro-Trails habt, wo ihr nicht immer fahren müsst, also nicht immer bremsen müsst, würde ich sagen, nehmt euch die. Sie haben sehr, sehr viel Kraft, also sofort, aber halt so nach einer Weile, glaube ich, schwindelt so ein bisschen die Kraft. Aber ja, danke fürs Zuschauen. Hoffe, das Video hat euch geholfen und bis zum nächsten Video dann.